Auf dem verbrannten roten Boden des Krüger-Nationalparks laufen 2 Leoparden lautlos durch das verbrannte Gras. Die Sonne brannte glühend heiß und jeder ihrer Schritte hinterließ deutliche Spuren auf dem trockenen, rissigen Boden. Der männliche Leopard ging mit fester Haltung voran, doch in seinen Augen zeigte sich die Müdigkeit des Durstes. Die Leopardin folgte ihr mit heraushängender Zunge, sie atmete schnell und ihr Fell verlor seinen Glanz. Schließlich erschien wie durch Zauberhand mitten in der Wüste ein kleiner Wassertümpel. Beide eilten sofort herbei, knieten am Ufer nieder und tranken das kostbare kühle Nass. Das stehende Wasser vom kurzen Regen von gestern ist nun eine Erleichterung bei der großen Hitze. Der männliche Leopard hob vorsichtig den Kopf, um zuzusehen, während die Leopardin sich weiterhin darauf konzentrierte, ihren Durst zu stillen. Für den Moment waren sie in Sicherheit und setzten sich schweigend neben die Pfütze, um sich auszuruhen. Aber sie wussten nicht, dass sich hinter ihnen langsam und leise eine Gefahr anschlich. Ein über 3 Meter langer Netzpython glitt aus den Büschen hervor und streckte die Zunge heraus, um die Witterung aufzunehmen. Der Boden bebte leicht, als es kroch, und seine dunklen Schuppen glänzten wie Öl in der heißen Sonne. Die Leopardin bemerkte eine Bewegung hinter sich und drehte sich neugierig um. Furchtlos näherte es sich der Python und senkte den Kopf, um an ihrem dicken, schweren Hals zu schnuppern. Die Python blieb stehen und schüttelte warnend leicht den Kopf, doch der weibliche Leopard spielte unschuldig weiter. Plötzlich biss die Leopardin leicht in den Kopf der Python und ließ dann los, wie es ihr übliches schelmisches Spiel war. Die Python rollte sich abwehrend zusammen, und die Anspannung strahlte durch jeden einzelnen Muskelring. Der männliche Leopard stieß sofort ein leises Warnbrüllen aus, doch die Leopardin war noch zu sehr in ihre Gedanken vertieft, um die Bedrohung zu bemerken. Die Python fühlte sich ernsthaft bedroht und startete in einem Überraschungsmoment einen Gegenangriff. Sein zusammengerollter Körper schnellte nach vorne und wickelte sich innerhalb von Sekunden fest um die Leopardin. Die Leopardin schrie, ihr ganzer Körper war im tödlichen Griff der Python gefangen. Sein Maul war weit geöffnet und die Reißzähne waren in einem hilflosen Kampf entblößt. Die Python drückte immer fester zu, was dazu führte, dass der Leopard nur noch stöhnend atmete. Der männliche Leopard brüllte wütend, rannte um die Python herum und versuchte einzugreifen, wagte es jedoch nicht, sich vorzudrängen. Es versuchte, den Körper der Python zu kratzen und zu beißen, doch dadurch wurde der Griff nur noch fester. Die Augen des Leoparden öffneten sich weit und schlossen sich dann langsam, ein Zeichen extremer Erstickungsschmerzen. Der männliche Leopard blickte sich verzweifelt um und brüllte laut über das Grasland, als wäre es ein lautloser Hilferuf. Der Anblick seiner dahinschwindenden Gefährtin ließ den männlichen Leoparden vor Schmerz zischen. Die Python verstärkte noch immer eiskalt ihren Griff und nutzte ihre letzte Kraft, um ihre Beute zu erledigen. Und dann drang dieses dröhnende Geräusch an die Ohren zweier Ranger, die in der Nähe patrouillierten. Elena McCarthy und Rafael Ortega fahren mit einem Geländefahrzeug durch den Wald und suchen nach Tierspuren. »Hörst du etwas?« fragte Elena und spitzte die Ohren gegen den Wind. Rafael nickte, seine Hände umklammerten das Lenkrad fester und er trat in Richtung des Geräusches kräftig aufs Gaspedal. Als sie am Tatort ankamen, waren sie schockiert, als sie sahen, dass sich die Leopardin eng um die Python geschlungen hatte, während der Leopardenmann wild brüllte. Rafael sprang aus dem Auto und befahl Elena, den Überlebensstock und den Erste-Hilfe-Kasten aus dem Kofferraum zu holen. Der männliche Leopard wich zurück, als er den Mann sah, blieb jedoch in seiner Nähe, als würde er um Hilfe bitten. Elena schätzte die Situation schnell ein, wenn der Würgegriff nicht sofort entfernt wird, wird es sterben. Die beiden näherten sich der Python langsam, bedrohten sie mit Geräuschen und drückten mit Stöcken auf ihren Körper. Die Python wurde wütend, doch die Entschlossenheit der beiden Männer ließ sie zurückweichen. Rafael zielte gut und drückte auf den Hals der Python, um den Griff um den Leoparden zu lockern. Elena half, indem sie jede einzelne Spirale vom Leoparden hob. Der männliche Leopard kniff die Augen zusammen, machte jedoch keinen Versuch, den Ranger anzugreifen. Nach einigen angespannten Minuten ließ die Python das Weibchen los und glitt in den Wald, wobei sich ihr Körper vor Erschöpfung krümmte.
Die Leopardin lag regungslos da, ihre Beine zitterten und sie hatte keine Kraft, sich zu bewegen. Elena kniete nieder, um ihre Atmung zu überprüfen. Raphael bereitete den Medikamentenbeutel und die Nadel vor. Sie stellten fest, dass der Puls schwach war, das Herz jedoch noch schlug, es gab Hoffnung auf Leben. Raphael reinigte die Würgemale am Bauch des Leoparden, während Elena einen Beatmungsschlauch einführte und die Injektion vorbereitete. Da Raphael nicht länger warten konnte, injizierte er dem Leoparden ein Kreislaufmittel. Elena befeuchtete das Maul des Leoparden und hoffte, dieses zerbrechliche Leben zu erwecken. Die beiden warteten schweigend unter der sengenden Sonne und dem rauen Atem der Wildnis. Ein leichtes Zucken im Hinterbein der Leopardin ließ beide Männer erleichtert aufatmen. Elena wich vorsichtig zurück und hielt Ausschau nach einer möglichen Reaktion. Raphael sagte leise: Es gibt eine Reaktion, das Medikament beginnt zu wirken. Der männliche Leopard näherte sich und leckte der Leopardin die Wange, als wolle er ihren Begleiter wecken. Der Leopard öffnete langsam die Augen und blickte ausdruckslos um sich, als verstünde er nicht, was vor sich ging. Elena war glücklich, wahrte aber einen Sicherheitsabstand, um keinen weiteren Druck auszuüben. Der Leopard atmete schwer und lag dann ein paar Minuten still da, als wolle er seine Batterien wieder aufladen. Raphael sah auf seine Uhr und nickte, um zu signalisieren, dass es Zeit war zu gehen. Es wird alles gut, sagte er und sein Blick wurde sanfter. Elena sammelte ihre Medikamentenvorräte ein, packte ihre Taschen und kehrte mit Raphael zum Auto zurück. Einen Moment lang saßen die beiden schweigend da und beobachteten die beiden Leoparden aus der Ferne voller Zuneigung. Das Auto startete und bog in den Wald ein, um die unvollendete Patrouille fortzusetzen. Doch die Emotionen waren noch immer in ihren Gesichtern zu sehen, eine erfolgreiche Rettung. Der Leopard stand langsam auf, er hatte immer noch Schmerzen, hatte aber die Grenze zwischen Leben und Tod überschritten. Der männliche Leopard blieb an ihrer Seite und beobachtete jede ihrer Bewegungen, egal wie klein sie war. 2 schwarze Punkte entfernten sich allmählich von der Pfütze und hinterließen eine chaotische Spur von Fußabdrücken auf dem Boden. Sie blieben stehen und leckten sich gegenseitig, als stilles Dankeschön in der Wildnis. Vor dem roten Abendhimmel färbte das Licht ihr charakteristisches gesprenkeltes Gefieder golden. Auch wenn sie nicht sofort wieder auf die Jagd gehen können, sind sie zumindest am Leben und haben einander. Die Python war nicht mehr da, aber die schmerzhaften Erinnerungen würden für immer im Herzen des Leoparden bleiben. Sie gingen beide zum Waldrand, wo es nach Einbruch der Dunkelheit mehr Schatten gab und sie Schutz suchen konnten. Die Pfütze war nun wieder ruhig und ihre gekräuselte Oberfläche spiegelte den roten Himmel wider. Die Natur gibt und nimmt zurück auf grausame, aber faire Weise. Es ist ein unumstößliches Gesetz im rauen Grasland des Kruger Nationalparks. Und auch ein Ort, um berührende Geschichten über Überleben und Liebe zu schreiben. Elena und Raphael kehrten zur Rangerstation zurück und zeichneten alle Entwicklungen in ihrem Patrouillenprotokoll auf. Wir haben es gerettet, Raphael, lächelte Elena und nahm ihren Hut ab. Raphael nickte, ein unvergesslicher Tag, nicht nur Arbeit, sondern etwas Schönes. Im Kruger Nationalpark gibt es weiterhin sonnige Tage, an denen das Leben immer eine Herausforderung darstellt. Aber dank engagierter Menschen wie Elena und Raphael hat die Tierwelt eine Chance. Die Wunden der Schlange werden heilen, aber die Liebe zwischen den beiden Leoparden wird ewig halten. Inmitten der wilden Natur genügt manchmal eine kleine Tat, um das Schicksal zu ändern. Das Paar setzte seine Reise fort, leise und stärker als je zuvor. Und Kruger bietet eine weitere herrliche Seite über das Leben in der Wildnis. Ein neuer Tag beginnt, auf den roten Feuerfeldern und voller Hoffnung. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.